record album, a special stereo album. Singer presents Elvis. Nun, ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ihr seht schon hier heute mal ein anderer Hintergrund, ein anderes Layout. Ich habe euch mal wieder eingeladen, nach längerer Zeit hier in mein Schallplattendomizil. Im Hintergrund seht ihr die LP-Sammlung, natürlich nur ein Teil. Ja, und ich habe heute was ganz Besonderes für euch und deswegen sitze ich auch hier. Eine Schallplatte, die ihr garantiert nicht im nächsten Plattenladen und wahrscheinlich auch nicht bei eBay oder sonst irgendwo gleich finden werdet. Singer presents Elvis singing Flaming Star and Others. Eine Elvis LP aus dem Jahr 1968, damals exklusiv vertrieben in Singer-Nähmaschinengeschäften. Ja, ihr habt richtig gehört und ich zeige euch nicht nur das Original, sondern ich zeige euch auch den späteren Camden Release, den es von dem Album ein Jahr später gab. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, zu dieser grandiosen LP, ich bin stolz, dass ich sie in meiner Sammlung habe, das gebe ich ganz offen zu, möchte ich euch noch darauf hinweisen, in meinem Shop gibt es ein neues Design. Mal was ganz Besonderes habe ich mir überlegt. Alle von euch wissen oder viele wissen, dass Colonel Tom Parker, der gewiefte Geschäftsmann und Manager von Elvis, im Jahr 1956 eine Elvis-Kampagne gestartet hatte mit Buttons I Like Elvis, und weil es ja auch viele Elvis-Hater gab, hat er auch einen Button veröffentlicht mit I Hate Elvis. Und diesen I Hate Elvis, den gibt es jetzt auch in meinem Shop, allerdings nicht nur mit I Hate Elvis, denn das wollen wir ja nicht, wir hassen ja nicht Elvis, wir mögen ihn ja. But I still can't stop listening, aber ich kann einfach nicht aufhören, ihn zu hören, also seine Musik. Schaut euch mal an in meinem Shop, neue Designs vom Colonel Tom Parkers Theme, hier exklusiv in meinem Shop in King Veritas. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Show. Here's Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Toll, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. 1968 stand Elvis Presley vor einem großen Comeback. Wir kennen die Geschichte alle. Ich verweise auch auf mein Video, das ich dazu gemacht habe, ob das tatsächlich ein Comeback war. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Jahre voller Soundtracks, Filme, gefühlt ein musikalischer Stillstand für Elvis lagen hinter ihm und es war höchste Zeit, etwas Neues zu machen, denn die Filme liefen mittlerweile zum Teil nur noch als B-Filme in irgendwelchen Autokinos. Keiner konnte sich mit so etwas zufrieden geben. Es wurde also höchste Zeit für etwas Neues und so kam das NBC TV Special von 1968 auf den Plan, und um dieses Special zu bewerben, brachte die Singer Nähmaschinenfabrik, die ja der Sponsor dieses Specials war, eine exklusive LP für die Fans auf den Markt. Singer presents Elvis, starring Elvis Presley in his first TV special, his first personal performance on TV in nearly 10 years. Brought to you by Singer, maker of the world's finest sewing machines and other fine products for home and industry. What's new for tomorrow is at Singer today. Singer presents Elvis singing Flaming Star and Others, eine LP, die es ausschließlich in Singer-Geschäften zu kaufen gab, also in keinem normalen Plattengeschäft. Und natürlich hat man diese LP damals auch im Fernsehen beworben. Who's the gift for? Shh. Who's it for? It's a gift for me. A record album, a special stereo album. Singer presents Elvis. It's only $1.95. And you can get it only at your Singer Center. You've got to hear it. Elvis sings Flaming Star, Nightlife, and 8 other great songs. There's just one to a customer at $1.95. Know something else? You'll find a great selection of Elvis Presley hits exclusively on RCA Records in the record department of your Singer Center. And that's where they have this one, Singer Presents Elvis. It's really a swell gift. For yourself. You couldn't possibly forget this special stereo record offer. Singer Presents Elvis. It's only $1.95. Only at your Singer Center, and only great for gifts that people really love to give. Make one stop at one shop, your nearby Singer Center. You'll see why they say, What's new for tomorrow is at Singer today. Die Platte wurde ab
Oktober 1968 exklusiv in den Singer-Geschäften verkauft und auch beworben. Nur etwa 100.000 Exemplare gingen über den Ladentisch. Das hier ist eines davon. Und die Platte hört sich im ersten Moment unspektakulär an, war für Fans aber Gold wert, denn auf dieser Platte waren Songs drauf, die es von Elvis bislang niemals auf einer LP zu kaufen gegeben hatte. Wir finden darauf nicht nur Flaming Star, der Titel des Albums, wir finden Songs wie Wonderful World aus Change of Habit, Nightlife, eine Rarität aus Viva Las Vegas, die im Film gar nicht vorkam, All I Needed Was the Rain aus Stay Away Joe, Too Much Monkey Business aus der 68er Aufnahmesession, Yellow Rose of Texas, The Eyes of Texas aus dem Film Viva Las Vegas, dann She's a Machine aus dem Film Easy Come Easy Go, Do the Vega, ein Song, der aus dem Film Viva Las Vegas rausgeschnitten wurde und interessanterweise eine unveröffentlichte Live-Version von Tiger Man mitgeschnitten im Rahmen der Aufzeichnungen für das NBC TV Special. Also eine Platte gespickt mit interessanten Songs, die zu dieser Zeit nirgends anders auf LP erhältlich waren. Every man has a flaming star. This is a wonderful day. Nightlife, yeah, nightlife. Now all I needed was the rain. Too much monkey business. Too much monkey business. For the Yellow Rose of Texas is the only gal I love. Cause she's an earthquaking, hip-shaking, soul-breaking, love-making machine. To the Vega. Well, I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. Schauen wir uns das Original mal etwas genauer an. Ihr seht es hier und ich möchte euch auch zeigen, woran ihr das Original erkennen könnt, denn die Kopie steht hier, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Das hier ist das Original. Woran kann ich es erkennen? Zunächst einmal ganz oben klein Singer Presents Elvis Singing Flaming Star and Others. Keine Titel sind aufgelistet und wir haben nur Elvis im Cowboy-Outfit auf dem Cover. Auf der Rückseite finden wir Werbung für verschiedene andere Elvis-LPs, die zu dieser Zeit erhältlich waren und auch hier exklusiv ganz unten zu finden, What's New for Tomorrow is at Singer Today. Also auch das ein Alleinstellungsmerkmal dieses Albums. Schauen wir uns das Label an. Wir haben es mit einem senfgelben, so Mischung aus gelb und orangefarbigen Label zu tun. Und auch hier finden wir drauf den kompletten Titel des Albums, also Singer Presents Elvis Presley Singing Flaming Star and Others. Dazu findet ihr noch auf der Auslaufrille WNRS 2363. Ich kann es jetzt nicht einblenden, aber ich habe es mit der Lupe nachgesehen. Es ist tatsächlich dieser Code drauf. Daran könnt ihr dieses Album identifizieren. Jetzt sind einige dieser Ausgaben im Umlauf, aber was bei manchen Ausgaben fehlt und was diese Sammlung oder diese LP zu einem wirklichen Sammlerstück macht, ist das Bonusfoto, das beigegeben wurde. Das hier. Ganz wichtig, dieses Bonusfoto gibt es natürlich auch noch in anderen Ausgaben, aber wichtig ist Sincerely Elvis Presley, wenn das mit aufgedruckt ist und ihr seht, es ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber ich bin froh, dass es überhaupt mit dabei ist. Wenn ihr das mit dabei habt, dann herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr wirklich ein Original erwischt. Auf der Rückseite finden wir wieder Werbung für andere Elvis-Veröffentlichungen, der komplette Katalog, Soundtrack-Alben, die normalen Alben und so weiter, alles hier drauf abgedruckt. Also das sollte mit dabei sein, damit ihr wirklich den vollen Wert dieses Albums in eurer Sammlung stehen habt. Kommen wir nun zur sogenannten Camden-Version. Ein Jahr später, diese 100.000 Exemplare waren abverkauft und jetzt hatte man sich überlegt, dieses Album auch auf den ganz regulären Schallplattenmarkt zu bringen. Und man veröffentlichte das Album ein Jahr später hier in diesem Layout. Camden, das Billiglabel von RCA, Sublabel sagt man vielleicht besser, Elvis Sings Flaming Star und wir finden die Titel alle hier aufgelistet. Auch daran erkennt man, dass es die Camden-Version ist. Hier haben wir die Rückseite und es fehlt hier dieser Werbespruch der Firma Singer, der also wirklich nur auf der Original-Singer-Version mit drauf ist, hier natürlich nicht. Ansonsten wird für die Elvis-LPs geworben. Kommen wir nun
zur LP selbst. Auch hier sieht man markant den Unterschied. Wir haben das blaue Label drauf, wir finden darauf RCA und Camden abgedruckt. Dann die Titel Elvis Sings Flaming Star, Elvis Presley und ja, die Katalognummer CAS 2304. Diese Version ging dann millionenfach in den Handel und sie ist auch heute noch leicht zu finden. Anders bei der Originalversion, die ich euch gerade gezeigt habe, sie ist ein echtes Sammlerstück und ich kann euch nur empfehlen, wer gerne sowas sammelt, versucht diese zu bekommen. Mit dem Bonusfoto mit dabei habt ihr ein echtes Schmuckstück in eurer Sammlung stehen. Diese Platte erzählt ein Stück Elvis-Geschichte, nicht nur musikalisch, sondern auch als ein Marketingphänomen. Sie zeigt, wie stark Elvis 1968 wieder zurückkam. Und wenn ihr so ein Exemplar mal auf dem Flohmarkt oder wo auch immer findet, schaut genau hin, dass ihr auch wirklich das Richtige findet. Ja, was haltet ihr von solchen Sonderpressungen? Habt ihr selbst die Singer-Ausgabe oder nur die Camden-Ausgabe? Würde mich brennend interessieren, schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Like da. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, den lade ich ein, das jetzt zu tun. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit einem Oktober-Special. Oktober, ein spannender Monat in Elvis' Karriere und mit der Auswertung eurer Wahl der Elvis-Single des Monats Oktober. Ihr könnt übrigens noch bis Freitag abstimmen, wer es noch nicht getan hat. Ihr findet das auf meinem Kanal auf der Startseite. Unter Beiträge findet ihr das Voting zur Elvis-Single des Monats Oktober. Das wäre es gewesen für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King. Puh, also es ist ja schön hier vor dem Plattenregal. Ich würde das wirklich öfter machen. Aber Leute, wenn du über 50 bist und musst hier so im Schneidersitz sitzen, hör auf, man wird alt. Servus. You like that, huh?